kommen richtig Erinnerungen hoch. Von Arnold Classics Prep, wo ich 4 Wochen hier war. Bist du morgen auch im Top-Gym? Ja. Ihr könnt dir was fragen, so? Ja, hau Ich habe damals von eBay so den Muscle Development Magazine bestellt, so. Ja. Und keine Ahnung, könnte ich vielleicht eine Unterschrift haben? Ja, klar, Digga. Danke, Mann. Ich muss morgen einfach mit. Nee, danke dir. Kienzel, wo bist du? Ich gehe gerade die Stufen hoch. Die Stufen, sehr gut, wir sind oben. Da ist er. Ah, Dicky! Endlich wieder mal. Schön, Wohlgenährt. wollte es nicht direkt sagen. Sieht gut aus, Stefan. Eigentlich nicht. Ich versuche jetzt Kohlenhydrate nur mehr in Form von Alkohol zu konsumieren. Ist halt ein guter Coach. Ja, Ja, schaut euch einmal diesen Mehlpressmeister an. Ich gehe davon aus, dass die Alicia war. ich wollte gerade sagen, ich war nur so. Was, wo? Bitte gebt euch das. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Guck hier alle Meals. Dienstag Meal 2. Jetzt muss er nur noch zählen können. Ja. Das übernimmt der Stefan für mich. Die Steppers, das ist aber echt gut. Free Gym, Dienstag. Dienstag haben wir heute, oder? Hast du eine Affinität zum Alkohol? Nein, eigentlich nicht. Aber hin und wieder so bei großen Meisterschaften wie Olympia oder Arnold. Olympia 2021. Wenn der Stress dann mein so Mein Bruder und mein Coach nach dem Finale ziemlich hacke. Die Leute, die mich so ein bisschen verfolgen, wissen ja, dass ich sehr emotional bin. Dann gibt es natürlich Projekte, die sehr viel Kraft beanspruchen, weil sie dementsprechend wichtig sind für einen Urs als Karriere, wichtig für mich als Karriere, als Coach, wichtig für Bodybuilding Deutschland, weil Erwartungen da sind und dementsprechend groß ist der Druck. Und das muss man dann hin und wieder mal fallen lassen, ganz einfach. Und da hilft das auch noch andere Glasl. Bei den Arnold Classics in Columbus konnte Stefan die Woche schlechter schlafen als ich. Und ich habe nur, keine Ahnung, jede Nacht 4 Stunden geschlafen und war 6-mal wach davon. Jedes Mal, wenn ich auf dem Klo war, stand Stefan in der Tür. Und Alles gut. Ja. Und morgens noch vor mir stand er gefühlt im Bad. Ja, jetzt auf die Waage und was sagt's? Aber das Gewicht immer richtig geschätzt. War gut. Genau 50 Gramm. Ich frage mich ja immer wieder, wie wir auch durch den Sicherheitscheck kommen. Es ist Nur nicht Pulver und ja, aber 80 Gramm Reis, Pudding, 50 Gramm Final Protein. Ich habe alles in Mikros dabei, aber nicht das Final. Ich weiß nicht warum. Schatzi, Grüße an dich. Wir haben auch Mikros daheim. Kannst du eigentlich auch einpacken. Aber Das ist wahrscheinlich. jetzt nicht dein Ernst. Ich nehme es wieder Habt ihr zurück. diese Perfektion vorher gesehen? Ich nehme es wieder zurück, weil ein Mikro ist 60. 50 Und wenn ich 50 habe, Alice will nichts dem Zufall überlassen. Pre-Workout Meal ist bereit, Salz haben wir auch ein bisschen drin und die Tickerwaage haben wir auch dabei. Alter, Ja? die ist ja echt geil. Ich weiß auch gar nicht, woher ich die habe. Nur da funktioniert nicht mehr das Zurückstellding. Jetzt kann ich Wie heißt das? Sagt man das eigentlich Tare oder Teer? ja, ich weiß, du wolltest gerade auch nicht. Ich kenne die Aussprache nicht, ich wollte mich nicht blamieren. Jetzt auf Null stellen, sagt man so. Was kommt da jetzt rein? Nur Nitro und Nootropic, weil ich gerade mit dem Koffein noch ein bisschen zurückhaltend bin. Das brauchen wir später noch früh genug, wenn es dann bergab geht. Aktuell ist es nicht der Fall, deswegen nur was für einen Pump. 20 Gramm mit dem Finger, ganz wichtig. So, kippe ich den Nootropic rein. Manchmal kippe ich Alter, pass ein bisschen zu viel rein. Ja. Das sind ja 3, ganz wichtig auch, das wissen die meisten nicht, sind 3 Portionen in einem Beutel. Also ich hatte schon einige bei mir im Training, die sich dachten, ist doch eine Portion, oder? In Portugal gibt es auch auf Video, habe ich mal eine 3-fache Portion auf 200 Milliliter Wasser in die Birnen gehabt. Da Alter. kriegst du solche Ja, Räder. das schiebt dann schon gut an. Damit ist Pre-Workout komplett, wird sich reingezwirbelt. Wenn ihr es auch probieren wollt, wisst ihr, wo ihr es machen könnt. esn.com mit Code BOSS Polacco ist wesentlich. oder Polacco. Boss Aber freut sich so und so. das Dream Team wird supported hier. Klassisch wie Dorian Yates leiten wir das Training mit Überzügen ein. Yates natürlich immer auf seiner glorreichen Nautilus-Maschine. Wir jetzt hier am Kabel, die Leute werden sich fragen, aber das Top Gym hat ja die Hammer Strength Maschine, die isolaterale Überzugmaschine, aber da Urs nicht zum ersten Mal da ist und wir schon wissen, dass die Maschine mit seiner Biomechanik nicht übereinstimmt, probieren wir das erst gar nicht aus, sondern machen Überzüge, wie man sie in jedem Studio machen kann, am Kabelturm. Es ist generell so eine Sache, es gibt ganz einfach Maschinen, die passen zu einem Körpertyp und zum anderen Körpertyp passen sie nicht.
Deswegen nicht immer, was andere Leute machen, passt für einen selber. Das muss man immer ausprobieren. Würdest du eigentlich den Leuten Überzüge eher am Anfang oder am Ende empfehlen? Ich finde beides vollkommen okay. Ja. Für mich ist es ein super Finisher, es ist eine super Anfangsübung. Der Vorteil bei Überzügen ist halt, man nimmt den Bizeps, der ja sonst in allen Pull-Varianten ja doch immer dabei ist, komplett aus der Bewegung raus und kann somit wirklich isoliert den Rücken wunderbar beanspruchen. Und Zug aufbauen. Sage ich noch, komm. Nur Zug aufbauen. Und bau auf die Scheiße, komm. Es geht noch an die US. Ja. Moin. Sauber, ganz allein. Nur über den Todpunkt drüber, komm. Hab's vermisst. Pump ist da. Hab's vermisst mit dem Rabauke hier. High Row, essentielle Übung für obere Rückendichte, Nacken, Teres Major, Rhomboidee, relativ wenig Latt in dieser Bewegung dabei und schießen wir los. So. Nur ein bisschen Tempo aus der Bewegung. Ja, 3, 4, 5. Weiter geht's, komm, bis ich sag Stopp. So, komm. Und den letzten, komm. Ziemlich gut. Man denkt ja immer, man trainiert gut, aber wenn einer da ist, der noch mehr weiß als man selber, dann kann man immer noch Feinheiten ausbessern. Ich spuck dich wieder an. Nee, aber man denkt immer, jetzt passt die Technik. Aber dann kommt der Chef und dann kriegt man noch was mit auf den Weg. Das ist wichtig. Deswegen machen wir auch Rücken heute, weil bei der Brust brauche ich keine. Da brauchen wir Stefan nicht, sorry. Bitte gut. Aber Rücken ist ein interessanterer Muskel. So der Hauptfehler, den die Leute beim Rücken machen oder der sehr, sehr oft passiert, ist halt wirklich, dass ich die Stabilität in der Brustwirbelsäule verliere und halt zusammenfall. Ja. Und ab dem Moment, wo ich zusammenfall, bin ich halt wirklich viel, viel mehr in den Armen, als dass ich mit dem Rücken die Belastung steuere, weil ich halt biomechanisch in einer schlechteren Position bin. Vor allem, wenn man dann einen legendären Sean Ray hat in der Back Double Biceps. Man muss nicht, wie ich sonst immer mache, die Augen zumachen und sich das vorstellen, sondern kann einfach hochgucken. Und dann weiß man, was man bearbeitet. Ganz rein hinten. Rein. 12 kommt. 11, den 12. ohne anreißen. Ich bin da, komm, aus der Vater. Komm. Ja. Oh. Fuck. Hier unten. Schau, gell? Dann wäre das voll wegkaschiert. Stefan, ich So weiß ein nicht. bisschen Schulterrunde. Ja, ich kaschiere jetzt auf den Bauch. Gut. Stefan macht Comeback. Wie viel müsste ich dir zahlen, dass du noch auf die Bühne gehst?
wirst du nicht schaffen. Obwohl, so wie ich Stefan kenne, kann ich da schon mit 1000 Euro mit. Auf die Bühne gehen und gut aussehen, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also auf die Bühne gehen wird er jetzt wahrscheinlich auch, weil es einfach liegt. Ja? Guck dir den Back Double. Der Spirit ist noch immer da, der Körper leider nicht mehr. War der denn mal da, der Körper? Richtig, also gut war es nie. Also man muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe den Sport gestartet mit einer gebrochenen Wirbelsäule, einem teilkünstlichen Kniegelenk, einer gebrochenen Schulter, einer abgerissenen Brust, einer gebrochenen Schulter, No excuses. gebrochenen Schlüsselbein, No schwerer excuses. Asthma. Aber Das bist du. man sieht halt, dass ich mir schwer getan habe, zuzunehmen und Muskeln aufzubauen. Das hat ein bisschen mit der Verdauungskrankheit zu tun. Aber ich habe zumindest versucht, das Beste immer daraus zu machen. Zweite Übung, Lat Pulldown. Meine favorisierte Übung für einen Latissimus, wenn es um einen Zug von oben geht. Sprich, wir haben mit den Überzügen Latissimus vorher gehabt. Wir haben jetzt den oberen Rücken gehabt in einer High-Rope-Bewegung und kommen jetzt zu einer Pulldown, also zu einer Latzugbewegung. Urs kriegt die bessere Kontraktion zusammen, wenn er es einhändig macht. Ich war zum Beispiel immer der es lieber beidarmig gemacht hat. Da kann jeder je nach Gefühl... Stefan war dann der, ja. jeder nach Gefühl. Das sieht nach Stefan aus. Ja, Narren. Weil Stefan war ja nicht immer so ein Fanatiker von sauberem Training. Ne, er ist es dann wurden, wie er gemerkt hat. 300 Kilo gezogen mit so einem Rücken. Nee. Das war wirklich in Ordnung. Es war wirklich gut. Wollen wir den Bumstep mal wegpusten hier. Oh, weg die Scheiße. Ja, das ist ein ordentlicher Zug. Komm. Rein da unten. Alles daher, komm. Alles daher. Da bleibst du mal stabil gerade, komm. Ja. Alles daher. Ein bisschen weiter nach hinten, komm. Komm. Zap. Geht noch weiter, komm. Ja, das ist Wiederholung, die zählt. Komm. Yes. Alter. So schön unten. Komm. 2. Ja. 3. 4. 5. Doppelt vorn. 6. So ist sauber, komm. 7. Zap. 8. Einer, komm. Ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen zurücklege, spüre ich es mehr oder arbeite Ja, mehr? das Zurücklehnen ist kein Problem. Ziehst zu viel Nur du Bizeps, fängst dann an, durch das zu ziehen. Okay. Und nicht durch das. Ja, das Deswegen mag habe ich sein. einfach geschaut, dass du da stabil Ja. bleibst. Das Rücklehnen ist mir gut. Ich spüre es mehr im Lat, aber das fühlt sich so verschickt an. Weißt du, irgendwann fängt man dann an, statt der Lattziehung. Ja. Und dann bringst du das hier. Gewicht mit der Bewegung nach unten. Und das ist eine Bewegung des unteren Rückens und nicht eine Bewegung des Lattes. Das heißt, du kannst die Ruhe zurücklehnen, das ist vollkommen Problem. Nur, du sollst in der Achse bleiben und nicht diesen hier machen. Okay. Gilt es dann auch für die Dinger hier? Immer. Dann nicht Für alles. drehen. Also du kannst ruhig zurückgelehnt sein. Ja? Ja. Nur sobald, also der Lat macht das. Ja, Okay, was der Lat nicht macht, okay. ist das. Also und du siehst ja, dass du den Griff, wenn du jetzt auf meine Hand schaust, ich kann den Griff mit dem unteren Rücken bewegen. Ja. Jetzt habe ich 0 Lat. Ja. Der Lat macht jetzt gar nichts. Jetzt macht der Lat. Okay. Und vor allem, jetzt kommt der Punkt. Die zwei wesentlichen Bestandteile, oder eigentlich ist der ganze Bewegungsablauf wichtig, aber extrem wichtig ist der Startpunkt einer Bewegung und die Endkontraktion, weil da einfach am meisten Fasern aktiviert werden. Wenn du jetzt beim Wegziehen das machst, ziehst du nicht mit dem Lat weg, sondern mit dem unteren Rücken. okay. Und dasselbe ist, wenn du bei der Kontraktion dann Ja, krass, stimmt. Ja, und das ist eben das beim Kurzhantelrudern. Will ich halt dann immer den hier machen, aber es bringt nichts, oder? du nimmst Last weg Also mach ich eigentlich dann in vom Zukunft Muskel. so. Ja, genau. So reicht schon. So ist es. So dann nicht mehr. So oder nicht mehr. Okay. Außer du willst halt
der gerade Rückenmuskulatur auch zusätzlich trainieren, was du nicht willst. Also falsch ist ja immer relativ. Ja, aber jetzt nicht zielführend für So ist es. Und vor allem, jetzt kommen wir wieder zu den ästhetisch dominanten Klassen. Das ist halt eine Klassikphysik, das ist eine Man-Physik, das ist ein Bikini, das ist ein Wellness. Da geht es ja darum, den Körper wirklich so zu formen, wie es dem Idealbild entspricht. Das ist ein super ausladender Lat, aber ein super tiny waist und einen relativ schmächtigen unteren Rücken, damit man halt sieht, wie der Lat brutal rausgeht. Und mit diesen Sachen trainiere ich halt viel mehr das, was ich eigentlich optisch nicht präsent haben will, und den Lat halt weniger. Also da ist diese Haut-drauf-Mentalität noch weniger angebracht als im offenen Bodybuilding zum Beispiel, wo es halt um allgemein so viel wie möglich geht, weil ich halt einfach selektiert arbeiten muss, damit das den Bewertungskriterien am meisten entspricht. Das macht absolut Sinn. Das macht absolut Sinn. Ja, man neigt nämlich, man tendiert immer dazu, dann, ja komm, schwereres Gewicht geht auch. Und dann machst du halt immer diesen Rasenmäher. Und das, ja, ist nicht zielführend. Wir wollen auf jeden Fall, dass hier nichts wächst. Und auch der untere Rücken nicht so fett wird, sodass der Lat schön poppt, wie er gesagt hat. Wie würdest du das sagen? Der Vergleich vielleicht für die Leute auch so. Ab wann kann man das so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen reißen, weil reißen sollte man es nie. Nein, die grundsätzliche Frage ist die Region, die du verbessern willst, eine muskuläre Stärke oder Schwäche? Ja? Wenn es eine Stärke ist, mach was du willst. Ja, mach mit vollkommen egal. Wenn es eine Schwäche ist und du reißt bis jetzt, dann musst du halt schauen, dass du selektiert da reingehst. Sonst wird halt nichts wachsen. Merkt euch das. Yes! 3, 4. Komm rein hinten mit der Spannung, komm. 8, 12. 9. Komm aus, weiter. 10. Für Ramon, komm. 11. Für Chris, komm. Zieh. Ja. Geil. 2 hätte ich sonst nicht mehr gemacht. Ich habe ein verzweifeltes Gesicht bei 19 so. Ja, mit der freien Hand ballert er mir jetzt eine. Der kann mich schon richtig gut lesen, der Mann hier. 5. Schön hinten reinspannen, du machst schnell aus mit der anderen Seite. 6. 7. 9. Sehr schön, komm. 10. 11. Links bin ich stärker ein bisschen. Na, du warst schneller. Ich bin aber auch links stärker, das weiß ich. Ja. Deswegen fange ich rechts an. Was sagst du eigentlich dazu, wenn man ist ja gerade, empfiehlst du den Leuten, sich ein bisschen zu kippen, gerade bei der Übung? Kannst du, ohne Probleme. Ist das okay? Aber halt die Kippung bei, das ist der Punkt. Okay. Behalte diese Position, genau. Ja. Aber kannst du? Weil das, ich finde, da hast du noch mehr Gefühl rein, wenn du alles gut. In die Seite gehst und ziehst. Alles gut, kannst du. Nur das würde wieder zu einer 10 cm Bewegung ohne muskuläre Aktivierung in der Zielmuskulatur führen. Wenn du das magst, kannst du das machen, aber versuch dann trotzdem nicht die Bewegung durch das einzuleiten. Okay. Jetzt den Lat, ja genau. Schau, dass du wirklich die ersten Meter mit dem Lat ziehst, gell? Steckst du was? Wie viel soll ich machen? Full Stack. Nein! Du drehst sie nicht mit Leonidas. Ohne den Reißer zum Schluss, Urs. Komm! Bleib in der richtigen Bewegung.
Spezialübung, indem man das Gerät wieder zu anderen Zwecken missbraucht, als es eigentlich gemacht wurde. Normal sitzt du ja hier und ruderst entweder so oder so, aber wir stehen jetzt hier, greifen eher oben und ziehen dann sozusagen in so einer Halbkreiskurve so nach unten. Ich habe immer das Problem, ich ziehe meine Schultern hoch und wenn ihr eure Schultern hochzieht und Rücken trainiert, dann trefft ihr nur den oberen Rücken von euch. Und wenn ihr die Schulter unten lässt und zieht, dann habt ihr halt den ganzen Latt. Nom nom nom. Jawohl, direkt rein mit den Gains hier. Junge. Das konnte ich noch nie. Ja klar, auf jeden Fall. Stefan, hier hast du noch deine, wie heißt's? Ah, die Pickerl. Von jedem Einzelnen. Alter, ist das geil. Die Frage ist, was heißt Polacco approved? Mindestens einmal gestohlen? Ja, das ist ja der Joke. Das habe ich ja direkt zum Gedenken Nicht selbst bezahlt. Ich schwör's dir, das hatte ich bei der Idee im Kopf. So, was ist Polacco approved? Also jeder hat das angeguckt und sich denkt, hey, was? Fahren Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon dort. Posing nach dem Training ist jetzt durch. Wieder mal sehr beeindruckend, was das junge Bärchen da auf die Beine gestellt hat. Das wird definitiv wieder eine sehr, sehr gute Verbesserung zur Arnolds. Es war ja jetzt auch genügend Zeit, Verbesserungen an den Start zu bringen. Man muss dazu sagen, die letzte wirkliche Offseason hat März 2021 aufgehört. Die Wettkampfsaison ist ja eigentlich von, was war das, Puerto Rico die erste? Nein, Ja. Puerto Rico war das, oder? Mexiko. Eigentlich Tijuana. Puerto Rico. Genau. Tijuana, Tampa, Olympia, Arnolds ist ja ohne Offseason durchgezogen worden. Die Leute, die uns verfolgen, wissen das, dass da dazwischen eigentlich nie Zeit für einen Aufbau war. Jetzt war der erste Aufbau, sprich vergleichbar mit wie ist US 2021 in die Wettkampfvorbereitung gestartet. Und wenn man sich das im Vergleich zu heute anschaut, ist das natürlich schwer beeindruckend. Urs hat damals gehabt 112,8 Kilo. Ich bin da jetzt am 21. März 2021 und er schaut ein bisschen aus wie ein Schulbub. Mit Bart noch. Mit Bart noch, komplett verwahrlost. Ja. Und es gibt eigentlich keinen Muskel am Körper, der sich seit dem Zeitpunkt nicht verbessert hat. Ich würde sagen, der Fettgehalt ist im Moment leicht besser, als er damals war. Es hat sich aber alles wunderbar verbessert. Was ganz wichtig war, es haben sich die Arme verbessert. Der Latt ist massiv in der Fläche besser geworden. Ich hoffe, er ist auch in der Dichte besser geworden, was gleich zur größten Schwachstelle kommt, die Doppelbizeps von hinten, wo wir mehr Rückendichte brauchen. Da fehlt einfach noch ein bisschen Mobilität, ein bisschen so
der Trick, wie er da hinten die Konturen beim Posing reinbringt, aber Urs ist ein kritischer Arbeiter. Der Was kriegt das ich hin. glaube, die letzten Wochen vor dem Wettkampf so richtig eingestellt wird von uns. Weil ehrlich gesagt sieht der Rücken bis 5 Wochen vor dem Wettkampf immer beschissen aus. Und wenn sich dann das letzte Fett abträgt, müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem Berg, wo hier irgendein Fett drüber ist und irgendwann sieht man den Berg dann und wenn das Fett weiter weggeht, kommt der Berg noch mehr raus und dann kann man eben entscheiden, okay, wie stellt man die Pose dann final. Genau. Und ja, ich hoffe, beziehungsweise ich habe mir den Arsch aufgerissen, dass die Rückentiefe auch besser wird. Aber was letztendlich da hängen bleibt, das sieht man dann auf der Bühne, kann man da dann wiederum vergleichen und Rückschlüsse ziehen. Aber wie gesagt, ich reiß mir den Arsch auf, ihr kriegt es ja hoffentlich auch mit. Und ja. Aber das wird halt echt Next Level Shit wieder. Ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich auch schon ein bisschen was von seiner Kür gesehen habe jetzt. Ganz großes Kino. Also es wird wirklich die pure Harmonie. Jetzt mal aus Athletensicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir waren so in der Off-Season. Ich habe viel Kontakt mit Stefan. Trotzdem, was viele in der Off-Season immer nicht so haben. Und dann dachte ich mir aber so, boah, jetzt die Vorbereitung. Wie soll ich das schaffen und so. Und dann ist man drin, jetzt schon eine Woche. Dann Und jetzt schmiert ist sich's wieder. jetzt zündet der Turbo so und man hat einfach nur Bock und ist voll mittendrin und ist jetzt wieder voll im Geschehen mit dabei. Die Prep hat offiziell begonnen, Freunde. Ihr habt die Form gesehen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr von der Form haltet. Ich bin auch gern für Kritik offen. Also ich bin da nicht so der Typ, der euch direkt blockiert, wenn ihr was Negatives schreibt. Deswegen könnt ihr gerne raushauen. Negative, konstruktive Kritik und nicht negative Kritik, das wollte ich sagen, ist immer cool und lässt mich auf jeden Fall auch härter arbeiten. Deswegen ja, waren wir auch hier beim Stefan. Morgen sind wir auch noch da. Morgen gibt es noch ein Armtraining. Rücken und Arme, wisst ihr Bescheid. Gehen immer mehr. Das soll es für heute gewesen sein. Vegas Bevor wir Baby. uns tot plappern. Vegas Baby, die Mission läuft. Haut rein.